Hallo, mein lieber Widder, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Widder, ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2025 und ich hoffe, dass all eure Wünsche, all eure Träume in Erfüllung gehen und dass ihr euch auch getraut, eure Ziele zu erreichen, euren eigenen Weg zu gehen. Lieber Widder, wir schauen uns heute dein Jahr 2025 an, deine Energien, die dich begleiten, deine Hauptthemen. Wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört, also biege bitte nichts zurecht. Ja, lieber Widder, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Widder, dein Jahr 2025. Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Wo darfst du hinschauen? Lieber Widder, dein Jahr 2025. Wir haben zweimal das Stopp. Wir haben einmal Mach dein Herz auf und die innere Kraft. Lieber Widder, erlaube der Liebe überall um dich herum zu erblühen und zu wachsen. Du hast eine sehr lange Zeit auf diese emotional erfüllende Erfahrung gewartet. Jetzt ist der Moment gekommen. Triff deine Entscheidungen, indem du auf dein Herz hörst und dann die Schritte machst, zu denen du angeleitet wirst. Freude wird dich zu einem dynamischen und gesunden Leben führen. Wow. Lieber Widder, die Karte möchte dich wirklich dazu ermutigen, mehr nach deinem Herzen zu leben und auch Entscheidungen zu treffen, weil es schaut so aus, als vor allem auch in der Liebe, als möchte hier was Großartiges kommen oder als wäre es Zeit für den nächsten Schritt, als wäre es Zeit, sich mehr für die Liebe zu öffnen. Falls du Single bist, also sehr gute, sogar große Möglichkeit, dass hier die ganz große Liebe kommen möchte. Du musst einfach empfangen können, das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen mal weiter, die innere Kraft. Lieber Widder, du zeichnest dich durch großen Mut und Freundlichkeit aus. Vielleicht ist dir nicht bewusst, wie stark und machtvoll du bist, doch gibt es kein Problem, das du nicht meistern kannst. Das Mitgefühl, das du so freimütig anderen zukommen lässt, musst du auch dir selbst geben. Bleibe dir treu und halte an deinen Überzeugungen fest, wenn die richtige Antwort einem anderen Menschen gegenüber ein klares Nein ist. Ja, die Karte möchte, dass dir bewusst ist, dass du nicht immer nur lieb zu anderen sein musst, sondern dass du auch lieb zu dir selbst sein darfst. Also sei liebevoll zu dir, vor allem auch in diesem Jahr. Und bleib dir treu. Wenn du etwas nicht willst, dann willst du es nicht. Und sprich da wirklich ganz, ganz fest deine Wahrheit. Es kann sein, dass eine Situation kommt, wo du geprüft wirst, ob du dir jetzt treu bleibst, auch in der Familie. Ganz wichtig, lieber Widder, tu nur das, was du möchtest. Tu nicht Dinge, weil es sich so gehört, sondern weil du es aus freiem, weil du es aus dem Herzen tust. Und die Karte möchte ich dazu einfach ermutigen. Ich habe das Gefühl, es könnte so eine Situation kommen, entweder in der Familie oder beruflich gesehen. Schauen wir mal, was kommt sonst noch, lieber Widder. Lieber Widder. Vorbereitungen zahlen sich aus, Netze auswerfen. Wenn du Wünsche hast, wenn du Träume hast und du die jetzt wirklich angehen möchtest oder auch ein Thema hast, versuch jetzt wirklich auch eine Basis zu diesem Thema zu kreieren oder dich jetzt darauf vorzubereiten. Schiebe es nicht mehr vor dich her. Es ist an der Zeit. Nicht vor dich herschieben. Vorbereitungen werden sich lohnen.
Also nicht in etwas blindlings reinhüpfen, sondern beschäftige dich mit dem Thema, vor allem mit einem Ziel, wenn dir das Ziel wichtig ist, weil dann könntest du wirklich belohnt werden. Schauen wir mal, welche Energien begleiten dich? Welches Hauptthema kommt immer wieder zurück zu dir, lieber Widder? Welches Hauptthema? Die kam jetzt ziemlich ratzfatz. Königin der Schwerter, vielleicht geht es auch um ein Luftzeichen, muss nicht. Königin der Schwerter, Vorbote für Entscheidungen. Das ist ein bisschen die Energie von einen Schritt zurück machen und wie eine Art Vogelperspektive einnehmen und das Ganze betrachten. Wie das eigene Leben eine Art als Karte oder als Bild betrachten und dann entscheiden, das will ich nicht mehr, das passt mir nicht mehr. Und es kann sein, dass du dir wie einen Überblick in diesem Jahr schaffst beim Thema Beruf, beim Thema Liebe, Familie, vielleicht auch Gesundheit und dass du Verstrickungen löst. Weil Königin der Schwerter ist auch ein Vorbote, um Verstrickungen zu lösen, Entscheidungen zu treffen, um vielleicht auch die Wahrheit auszusprechen oder ein Thema, Kommunikation. Aber zuerst kommt eben diese Vorbereitung, dieses kurze Innehalten. Königin der Schwerter, warum als Hauptenergie? Ja, 7 der Münzen, dieses Begutachten. Wo will ich hin? Will ich das? Ist das meins? Ist das okay? Also im Stillen. Wie aus der Ferne etwas beobachten. Dein eigenes Leben, vielleicht auch deine Familie und für dich selbst eine Entscheidung treffen. Ich habe auch das Gefühl, wie für dich selbst zuerst eine Entscheidung treffen, bevor du das mitteilst. Ja, ganz stark eine Entscheidung für dich treffen. Schauen wir mal, welche Hindernisse, welche Herausforderungen kommen auf dich zu, lieber Widder. Wir fokussieren uns auf die Herausforderungen, damit du sie eben bewusster wahrnimmst, damit du sie auch besser lösen kannst, auflösen kannst, weil hinter jeder Herausforderung steckt immer Potenzial. Welche Herausforderungen, lieber Widder, begleiten dich? Oha, spannend. Ui, in diesem Leben wollte ich etwas sagen. In diesem Jahr löst du dich von etwas. Es ist schon länger ein Thema, habe ich das Gefühl. Löst du dich von irgendetwas, das dir nicht so gut tut. Vielleicht von Ängsten, vielleicht auch von Menschen, von Themen. Vielleicht möchtest du mit einem Thema nichts mehr zu tun haben, mit einer Situation. Hier kommt die Ablösung. Ganz stark. Also Ass der Schwerter, Ritter der Schwerter und 3 der Schwerter zeigt an, dass etwas gelöst werden möchte, dass Entscheidungen kommen und tiefgründige Gespräche. In diesem Jahr, also es ist das Jahr der tiefgründigen Gespräche bei dir, diese tiefen Erkenntnisse auch durch das Zuhören, aber denk daran, das sind ja die Herausforderungen. Das heißt, du wirst gefordert, deine innere Wahrheit zu erkennen und zu leben. Deine Wahrheit zu sprechen, nicht mehr runterzuschlucken. Sprich deine Wahrheit, sprich über deine Gefühle und handle auch danach. Nicht nur reden, sondern handeln. Weil ich sehe das auch oft, dass viele einfach nur reden, aber nicht danach leben. Und ich sehe, dass es ein ganz großes Thema ist, auch Ass der Schwerter. Vielleicht möchtest du ab und zu auch Kommunikation vermeiden, vielleicht möchtest du auch die Wahrheit vermeiden oder diese Klarheit, weil du vielleicht Angst hast vor dem, was du siehst. Aber du darfst jetzt wirklich auf die Suche gehen bezüglich, was ist dein Weg, was ist deine innere Wahrheit oder wie schaffst du es, die Wahrheit zu leben, alle Verstrickungen, die dich davon abhalten, zu lösen. Vielleicht sind das auch Themen wie, vielleicht wurde dir auch Verantwortung übergeben, was eigentlich gar nicht deine Verantwortung ist.
Und hier darfst du wirklich mehr lernen zu sprechen. Also wirklich gefestigt deine Wahrheit hinauszutragen und zu leben. Ich sehe auch, das Ritter der Schwerter hier könnte auch etwas Schnelles auf dich zukommen, wo du gefragt bist, schnell eine Entscheidung zu treffen, oder du wirst gefordert, loszugehen und dich von etwas zu lösen, weil der Ritter der Schwerter löst sich von allem, was ihm nicht gut tut. Löst sich von allem, hat keine Angst, aber ich sehe, das ist eben deine Herausforderung, das zu tun, dich zu lösen, weil es tut weh. Ich sehe, dass dich von etwas zu lösen nicht so einfach ist, weil es vielleicht Komfortzone ist, weil du die Hoffnung nicht aufgeben möchtest. Und es tut ein bisschen weh, obwohl du weißt, das ist das Richtige für dich, weil es geht vielleicht auch um diese Sehnsucht, weil Drei der Schwerter kann auch auf Sehnsucht hindeuten, weil du eine Sehnsucht leben möchtest, vielleicht frei sein möchtest von diesem Thema, von diesem Schmerz, was du vielleicht auch schon lange unterdrückt hast. Kann auch ein Familienthema sein, Beziehungsthema oder bei der Arbeit. Und ich glaube, jetzt kannst du dich richtig von diesen Energien lösen. Und es lohnt sich, wenn du das Thema Kommunikation angehst, das Thema eben, was will ich wirklich, Stück für Stück im Verlauf vom Jahr. Ass der Schwerter, warum als Hindernis? Ja, du darfst ein bisschen tiefer gehen. Lieber wieder. Tiefer. Viel, viel tiefer. Der Eremit. Es ist Zeit für wirkliche Tiefe. Der Wagen. Krebsenergie und Jungfrauenergie. Vielleicht geht es auch um das Thema Familie gründen. Eben das Thema Familie habe ich irgendwie ganz stark als Energie da. Oder auch das Thema Seelenheimat. Und hier geht es so ein bisschen um das Thema Seelenreise. Es ist Zeit, in die Tiefe zu blicken. Das ist ein bisschen auch ein Schattenthema von Widder, das Widder manchmal nicht so oder Mühe hat, richtig auf eine Tiefe zuzugreifen, auf die persönliche Tiefe der Seele. Hat manchmal Mühe damit. Und es ist Zeit, dass du wirklich tief gehst und keine Angst hast vor der Antwort, die du findest. Also finde zum Beispiel deine Bestimmung. Du kannst dich mit dem Thema Bestimmung auseinandersetzen, mit dem Thema Weg und richtig tief, vielleicht auch mit Unterstützung. Vielleicht hilft dir auch eine Reise. Schauen wir mal, Ritter der Schwerter. Bube der Kelche, oha. Hier möchte wie etwas Neues kommen, sich dir etwas Neues zeigen, vielleicht auch eine neue Arbeit, eine neue Liebe. Aber es sind wie noch Themen da, die das Ganze etwas blockieren. Also hier wirklich dich davon lösen. Also in diesem Jahr darfst du so richtig aufräumen, richtig dich von allem lösen, was dich zurückhält, mehr ins Vertrauen kommen und zwar in deinem Tempo. Drei der Schwerter. Warum Drei der Schwerter? Wieder. Der Teufel, Steinbock-Energie und Ritter der Stäbe. Vielleicht geht es auch um eine Anziehung, die vielleicht etwas schmerzt, weil die Person vielleicht nicht verfügbar ist, vor allem wenn du eine On-Off-Geschichte hast. Oder es könnte auch um das Thema Arbeit gehen, um das Thema Leidenschaft, Passion. Aber es ist, als wärst du an etwas anderem gebunden und als könntest du das nicht frei entfalten. Etwas kannst du wie nicht, eben ich nehme bei dir wie eine unsichtbare Kette ganz stark wahr, die du jetzt ablösen kannst. Es wird sich dir zeigen und jetzt kannst du das richtig lösen. Nimm das an, weil ich sehe, dass hier Leidenschaft kommen möchte, also Passion, Feuer, Schöpferkraft, aber dafür darfst du eben diese unsichtbare Kette lösen, die dich zurückhält. Irgendetwas hält dich zurück. Etwas hält dich zurück. Nehmen wir doch noch eine. Nehmen wir noch eine, bitte. Könnte eine Dreiecksgeschichte sein oder das Verlangen nach Erfolg oder Sehnsucht nach Erfolg.
Sehnsucht nach Erfolg oder Sehnsucht nach einer Drittenergie. Kann eine Person sein, muss nicht sein. Und es ist so stark und es wird sich dir immer stärker zeigen und du kannst, es gilt, dich wieder davon zu befreien, was vor diesem, kann ich sagen, es ist eine Art Schwere da. Königin der Münzen, Stabilität. Vielleicht möchtest du gesehen werden oder erfolgreich sein, du wünschst dir vielleicht auch Reichtum und es ist schwierig, diesen Weg zu gehen oder diese berufliche Fülle oder das sind wie noch so ein bisschen etwas, was dich zurückhält. Aber du kannst es lösen. In diesem Jahr hast du die Kraft dafür. In diesem Jahr kannst du wirklich ganz fest dich von Dingen lösen. Ich wäre auch nicht erstaunt, wenn du vielleicht mit einigen Menschen sogar Kontakt abbrichst oder wenn du dich von irgendeiner Situation wie befreist. Was ist der Rat? Was ist denn der Rat wieder? Der Wagen, geh vorwärts. Geh vorwärts. Nimm das Zepter in die Hand. Das heißt, behalte die Verantwortung über dein Leben bei dir. Nicht abgeben. Lass nicht andere über dein Leben bestimmen. Lass nicht Traditionen über dein Leben bestimmen, sondern du bestimmst über dein Leben, weil es dein Leben ist. Falls du schon länger darüber nachdenkst bezüglich Umzug oder Reisen, dann ist die Antwort ja. Geh das Thema an. Schauen wir mal, was liegt im Schatten, was möchte sich dir zeigen und siehst du nicht oder nimmst du nicht wahr. Ja, hier sind noch so ein bisschen Widerstände. Also hier kommt eine große Chance, etwas Wunderschönes, kann auch neue Liebe sein oder eine berufliche Wendung. Aber es sind wie Widerstände da. Ich weiß nicht, ob das aus deinem Umfeld kommt oder du da ganz fest an dich glauben musst und du dich da ein bisschen durchkämpfen solltest. Also mit durchkämpfen meine ich, dass du an dich glaubst und zeigst, was du kannst. Und ich habe das Gefühl, wenn du mehr an dich glaubst, dann könnte diese Chance deine Chance sein. Aber du darfst dich nicht zurückziehen lassen von Konkurrenz oder von Umständen oder von deinem Umfeld. Lass dich nicht verunsichern. Ja, hier ist vielleicht eine Hemmung da, dass man nach vorne streben darf. Du darfst nach vorne streben, da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Ganz wichtig, kein schlechtes Gewissen haben, wenn du es vor allem mit dem Herz tust. Die Herzensenergie ist immer rein, die ist nicht negativ oder so. Also wenn du aus dem Herzen tust, musst du wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Du darfst diese Chance annehmen. Ja, mein Lieber Widder, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.